jenes Verschwimmen der Grenzen zwischen Mensch und Maschine oder auch privat und öffentlich. Hallo, herzlich willkommen im Belvedere 21. Ich freue mich sehr, euch heute ein Werk aus unserer zeitgenössischen Sammlung zu zeigen, das ich sehr mag und von dem ich finde, dass es uns ganz schön viel über unsere Gegenwart erzählt. Es handelt sich um eine Skulptur der deutschen Künstlerin Judith Hopf, die eigentlich unbetitelt ist, aber die Künstlerin gibt uns doch einen Hinweis, nämlich hat sie dem ohne Titel Laptop hinzugefügt. Dieser englische Begriff, und ihr kennt ihn natürlich, bezeichnet einen Computer, den man auf den Schoß oder auch auf die Knie nehmen kann, um an ihm zu arbeiten oder eben auch ein Video anzuschauen, wie viele von euch vielleicht gerade auch. Tatsächlich entstammt diese Arbeit einer ganzen Werkserie, die den Titel trägt Wartende Laptops. Und es handelt sich immer um Skulpturen aus lackiertem Holz, die wie gefaltete Körper wirken, die durch Strichmännchen-Gesichter animiert werden. Judith Hopf ist 1969 in Karlsruhe geboren und in der Kohl-Ära aufgewachsen, von der sie retrospektiv sagt, dass sie eine lähmend spießige Atmosphäre hatte und wohl auch dazu beigetragen hat, dass sie selbst Künstlerin geworden ist. Sie hat zunächst an der Akademie in Bremen studiert und dann später an der Hochschule der Künste in Berlin und ist inzwischen selbst Professorin an der renommierten Frankfurter Städelschule. Judith Hopf hat ihre künstlerische Praxis einmal als den Versuch eines Tuns beschrieben, von dem man keine schlechte Laune bekommt. Mit Humor, Selbstironie und einer gewissen Lakonie begegnet sie also ihren Themen und Kontexten. Und dabei interessieren sie eben insbesondere die ökonomischen und auch ideologischen Rahmenbedingungen dieses Arbeitens und jene Stellen, an denen sich Brüche, Dysfunktionalitäten und auch Scheitern als Möglichkeitsräume auftun. Das heißt, Judith Hopf nimmt eigentlich all diese Dinge in den Blick, denen das Individuum ausgesetzt ist, jene Konventionen, Normierungen, Funktionalitäten in der Gesellschaft und versucht sie aber weniger zu dekonstruieren, also auseinanderzunehmen in ihren machtstrukturellen Gegebenheiten, sondern vielmehr diese Dinge neu zu besetzen, neu und deviant zu besetzen, eben mit einem widerständigen Potenzial auszustatten. Und so ist es eben auch bei diesen wartenden Laptops. Mit ihren Strichmännchen-Gesichtern wirken diese wartenden Laptops wie das Burnout-geplagte Individuum, das eben auf den nächsten Klick wartet, erschöpft ist, aber dennoch sozusagen immer einsatzbereit sich darstellt. Das heißt, die Arbeit von Judith Hopf, die aus dem Jahre 2010 stammt und natürlich auch eine Situation beschreibt, die wir schon länger in unserer Gesellschaft sehr präsent haben, beschreibt etwas, das vielleicht gerade im Moment besonders virulent ist, nämlich jenes Verschwimmen der Grenzen zwischen Mensch und Maschine oder auch privat und öffentlich oder eben auch Arbeit und Freizeit, die besonders in der gegenwärtigen Zeit ganz virulent, ganz brennend geworden ist. Und vielleicht gibt Judith Hopf keine Antwort auf die brennenden Fragen unserer Gegenwart, aber dennoch zeigt sie doch so gewisse Bruchmomente auf, die vielleicht als Antwort geben, dass man sich diesem Produktivitätsparadigma, dieser ständigen Bereitschaft, der Effizienz, der Einsatzbereitschaft auch durch einen Entzug sozusagen widersetzen könnte. Das heißt, sie weckt in uns in gewisser Weise auch ein leichtes, kleines, widerständiges Potenzial. Vielen Dank, dass ihr dieses Werk heute mit mir angeschaut habt. Wir haben es tatsächlich extra aus dem Depot geholt, weil unsere zeitgenössische Sammlung nicht immer zu sehen ist. Aber ich darf heute schon hinweisen auf eine Ausstellung, an der ich gerade arbeite und in der Werke der modernen und zeitgenössischen Sammlung in einer Ausstellung aufeinandertreffen unter dem Titel Avantgarde und Gegenwart, die ab dem Sommer im Belvedere 21 zu sehen sein wird. Informationen dazu findet ihr natürlich wie immer auf unserer Website und ich darf euch heute schon ganz herzlich zu dieser Ausstellung einladen.